Wir schauen uns hier die Provisorienherstellung und Abformung an. Wir sehen die sauber präparierten Pfosten parallel zueinander ohne Unterschnitte. Hier füllen wir in das Formteil das Luxatemp ein, und zwar immer von okklusal nach gingival, umspritzen die klinische Situation im Mund sehr sauber, damit die Ränder anschließend auf dem Provisorium vollständig vorhanden sein werden, setzen das Formteil auf und lassen den Patienten zubeißen, sodass wir gleich die richtige Höhe des Provisoriums durch den Patienten eingebissen haben. Mit dem Scaler nehmen wir das Formteil ab, bevor das Luxatemp vollständig ausgehärtet ist. Wir können mit dem Scaler eben die unter sich gehenden Stellen noch ganz gut entfernen und dann mit dem Scaler oder wie hier mit der Vorratzange das Provisorium, das LZP, abnehmen. Wir sehen, dass in diesem Fall ein kleiner Riss im Provisorium entstanden ist beim Abnehmen. Das lässt sich in der Phase, nachdem wir die unter sich gehenden Stellen und Überschüsse abgeschnitten haben mit einer alten Nahtschere, noch sehr gut mit Flow verstärken und reparieren, dass sich die ersten 10 Minuten hervorragend das Luxatemp mit dem Flow verbindet, wird dann im Mund direkt ausgehärtet, kann dann außerhalb vom Mund nochmal weiter verstärkt werden. Damit lässt sich jederzeit Luxatemp verstärken und reparieren. Es macht sehr viel Sinn, mit dem groben eiförmigen Diamanten schon mal die Form direkt am Behandlungsstuhl grob auszuarbeiten, weil es sehr viel schneller geht als im Labor. Auch die Friktion innen kann man sehr gut mit dem Instrument bereits rausnehmen. Anschließend geht es dann ins Labor, da man die wirklich glatten Flächen sehr viel besser dann mit dem langsamer rotierenden Fräsinstrumenten und den Polierern schaffen kann. Wir sehen, dass wir hier noch die Friktion rausnehmen, denn sowohl das Provisorium als auch die fertige Versorgung, wie wir später sehen werden, darf keinerlei Friktion aufweisen, da wir andernfalls Spannungen auf die Implantate einbauen, auf den Zahnersatz oder auf den Knochen. Vor allen Dingen auch hier in den Ecken sollte man etwas mehr Material entfernen, was dann anschließend durch den Zement, durch Durelon aufgefüllt werden wird. Besonders schön lassen sich auch die Dentalräume mit dem Diamanten ausarbeiten, sehr, sehr schnell. Das geschieht bei uns alles noch am Stuhl und anschließend geht es dann ins Labor. In dem Fall müssen wir nochmal eine Stelle kurz mit Flow reparieren. Während es im Labor ausgearbeitet und poliert wird oder finalisiert und poliert wird, umspritzen wir hier ganz sauber den Rand des Implantates. Das ist natürlich wichtig, da wir ohne Faden arbeiten, dass wir den Rand wirklich sehr, sehr sauber und präzise umspritzen, dass wir hier kein Blut, keinen Speichel haben, den Rand wirklich erfassen. Wenn das so auch durchgeführt wird, sehen wir, haben wir absolut perfekte Ränder, ohne dass wir Fäden verwendet haben, ohne dass wir Gingiva entfernt haben. Wir sehen hier jetzt das fertig ausgearbeitete Provisorium, wurde mit Durelon beschickt. Grundsätzlich nehmen wir Durelon zum provisorischen Zementieren. Durelon lässt sich jederzeit einfach wieder mit dem Vorratzsänkchen oder dem Crown Butler von den Implantaten entfernen, ohne dass das Durelon am Implantat hängen bleibt, beziehungsweise wenn es noch am Implantat klebt, lässt sich sehr, sehr einfach mit Ultraschall oder einem Scaler entfernen. Auf gar keinen Fall zur provisorischen Zementierung Ketak verwenden, da das Ketak am Zirkonoxid klebt und sich nicht mehr entfernen lässt, nur noch durch den Diamanten, und dann muss eine neue Präparation durchgeführt werden. Wir sehen, wir warten hier so lange, bis das Durelon anfängt zäh elastisch zu werden, weil wir dann mit dem Scaler das Material en bloc entfernen können und sicherstellen können, dass keine Zementüberschüsse in dem Bereich mehr vorliegen.